Der Frank hat mir geschrieben und einige andere fragten es auch. Die Frage lautete, wie verhält sich der neue Mac Mini mit M4 Pro eigentlich mit Windows? Wenn man jetzt eine virtuelle Maschine aufsetzt und dort ein Windows installiert, sorgt das dafür, dass der Mac Mini laut wird? Oder wird er besonders heiß? Oder wie ist überhaupt seine Performance? Ist der denn schnell genug? Hat man von der Power, die der neue Mac Mini bietet, denn auch tatsächlich etwas in Windows? Und das fand ich eine recht spannende Frage, obwohl ich von den virtuellen Maschinen eigentlich so ein bisschen abgekommen bin. Ich bin damals, als ich mit dem Mac startete, habe euch die Geschichte ja vor kurzem mir schon mal im Kanal erzählt. Es war erst so Dualbetrieb, da war noch der alte PC, dann war da der Mac Mini, den ich damals für günstiges Geld 2009 roundabout gekauft habe, mit einem KVM-Switch. Und als ich dann mehr und mehr zum Mac gegangen bin, spätestens als ich mir den iMac gekauft habe und habe den PC ersetzt, war es dann so, dass ich weiterhin auch noch ein paar Windows-Programme betreiben wollte. Zum Beispiel mein damaliges Online-Banking-Programm gab es kein gleichwertiges Pendant für den Mac und überhaupt hatte ich eigentlich keinen Bock, jetzt alles zu verändern. So ein paar Dinge wollte ich beibehalten, ein paar Spiele gab es auch, die nur unter Windows funktionierten. Und so habe ich damals dann den großen Vorteil genutzt, der Intel-CPUs bei Apple, dass man mit Boot Camp dann am Anfang wählen konnte, ob man jetzt in ein Windows reingeht, was man auf dem Mac installiert, oder ob man eben macOS benutzt. War eine sehr schöne Sache, aber genauso wie mit dem Switch zwischen PC und Mac war es auch recht schnell so, dass ich von Windows dann nach und nach abgekommen bin. Dann gab es das Online-Banking in besserer Form im Browser, dann waren die Spiele nicht mehr aktuell und neue haben mich nicht mehr so interessiert. Aber trotzdem, viele von euch möchten gerne weiterhin Windows installieren, einfach weil zum Beispiel im Homeoffice bestimmte Programme nur unter Windows funktionieren oder generell ihr vielleicht mit irgendwelcher Software zu tun habt, die ihr gerne darunter betreiben wollt. Also habe ich Franks Anfrage und die einiger anderer mir zu Herzen genommen und habe das Ganze mal ausprobiert. Ich habe auf dem Mac Mini mit dem M4 Pro eine virtuelle Maschine installiert. Und da war zunächst einmal die Frage, welchen nimmt man denn da eigentlich? Ich habe hier früher, glaube ich, schon mal im Kanal, auf jeden Fall im Apfelfunk, mal über Parallels berichtet. Parallels ist ja sehr beliebt, ist allerdings ein kostenpflichtiges Produkt. Und ich habe gedacht, für diesen Test möchte ich jetzt eigentlich keine neue Parallels-Lizenz kaufen, weil ich ja, wie gesagt, Windows gar nicht mehr im Alltag einsetze. Also habe ich mich für VMware Fusion entschieden, was seinerzeit auch Geld kostete, aber mittlerweile für den persönlichen Gebrauch kostenlos herunterladbar ist. Und hat auch den großen Vorteil, dass man ein Windows mit einem Klick dann direkt installieren kann. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Parallels mittlerweile ist, aber in VMware Fusion kann man einfach sagen, installiere mir Windows 11 und dann wird das Ganze heruntergeladen und ja, mehr oder weniger selbst installiert. Wobei mir da bei der Gelegenheit mal wieder aufgefallen ist, wie nervtötend eigentlich so eine Windows-Installation ist, mit der gefühlt 1 Million Nachfragen bei der Installation. Ob man dies möchte, ob man das möchte, ob man jenes gut sagt oder ob man das nicht toll findet. Da finde ich, ist ja so eine macOS-Installation, die nur am Anfang mal was fragt und ansonsten sich selbst überlassen werden kann, ja richtig ein Luxus dagegen. Aber wir wollen ja kein Windows-Bashing betreiben. Lasst uns mal gucken, wie sich die VM, die virtuelle Maschine, mit Windows dann auf dem Mac Mini M4 Pro verhält. Im Default-Modus ist die VM erstmal sehr sparsam. Es wurden dann tatsächlich nur 2 CPU-Kerne zugeteilt. Der RAM war auch irgendwie bei 8 GB oder irgendwie ganz niedrig angesetzt. Und das merkte man auch bei Windows, dass es doch ein bisschen ruckelte und ganz langsam ging. Nach der Installation habe ich das erstmal hochgestellt. Ich habe die vollen 14 Kerne, die CPU-Kerne dieses Prozessors, den ich da im Test habe, zur Verfügung gestellt. Ich wollte auch die vollen 48 GB RAM bzw. Unified Memory zur Verfügung stellen, doch da sagte die Software dann, das geht so nicht oder ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert, weil irgendwie dann auch vom Unified Memory auch noch was übrig bleiben muss für den Mac. Am Ende sind es dann 44 GB RAM geworden, die ich dann Windows zur Verfügung gestellt habe, was ja aber auch schon ein relativ großer Batzen ist. Ja, man merkt gleich, es läuft dann deutlich flüssiger, das Windows. Und das war auch eine Frage von Frank, eben nicht nur, wie ist es in den Benchmarks, da kommen wir gleich zu, sondern eben auch die Frage, wie gut lässt es sich bedienen, wie schnell starten die Apps. Und wenn wir uns das mal angucken, geht es ja wirklich mit einer Flüssigkeit, die man ja auch auf dem Mac dann da beobachtet, wenn man eben durch macOS geht. Das ist schon sehr angenehm und eigentlich
meine Windows-Erinnerungen sind jetzt etwas schon angestaubt, aber eben auch doch recht ungewohnt, Windows so flott mal zu erleben. Also das ist schon recht beachtlich, wie gut das funktioniert. Das einzige kuriose Manko im Test war tatsächlich, dass die Internetverbindung nicht so toll funktioniert hat. Also wenn mal was heruntergeladen hat, dann mit durchaus beachtlicher Übertragungsrate. Aber im Vergleich zum Mac, wo alles instant funktionierte, ich habe hier eine Gigabit-Leitung, war es dann so, dass in der VM mit Windows 11 das irgendwie immer Ladehemmung hatte. Immer so ein bisschen auf sich warten ließ, wenn man eine Website aufgerufen hat, einen Download begonnen hat. Ich vermute, das liegt jetzt einfach irgendwie an VMware Fusion. Vielleicht ist das noch nicht ganz optimiert jetzt für die neuen Macs oder vielleicht habe ich auch was falsch eingestellt. Überhaupt ist dieses Video übrigens ein Call to Action sozusagen. Ich weiß, dass einige von euch wahrscheinlich sehr versiert sind in diesem Feld der VMs und wie man die am besten aufsetzt, und gebt doch gerne mal Tipps, wie man das besser machen kann, welche Erfahrungen ihr vielleicht auch gesammelt habt schon. Vielleicht habt ihr auch schon die neuen M4 Macs oder meinetwegen auch die M3-Generation, ist ja auch interessant, mit Windows im Einsatz und VMs und was da so eure Erfahrungen sind, wie gut das dann funktioniert und wie laut der Mac möglicherweise wird. Das ist ja auch eine spannende Frage. Also durchaus jetzt auch so eine Art Crowdsourcing-Projekt, hier herauszufinden, wie das Ganze funktioniert. Ja, und dann gehen wir mal auf einen Benchmark. Ich habe Geekbench 6 installiert. Genauso hatte ich das ja auf dem Mac vorher gemacht, und beim macOS, da waren die Leistungswerte für diesen M4 Pro einerseits 3.855 Punkte für den Single-Core-Test und 21.900 für den Multicore-Test. Sehr beachtliche Zahlen. Jetzt das Ganze mit leicht abgespecktem Unified Memory bzw. RAM in der VM mit Windows 11, hat aber auch sehr gute Werte. Wir kommen immer noch über 3.000 beim Single-Core-Test mit 3.253 Punkten, und beim Multicore-Test lassen wir schon ein bisschen mehr federn, da sind wir aber immerhin noch bei 16.404. Ja, finde ich sehr respektable Werte, die man ja aber auch jetzt dann in dieser VM bei Windows dann auch bemerken kann. Ja, und dann war natürlich die Frage, wie ist es denn mit dem Lüfter? Diese große Angst, dass der Mac Mini in seiner neuen Bauform laut werden kann. In meinem Mac Mini Review habe ich euch ja schon dargelegt, dass das eine Angst ist, die man entkräften kann. Also höchstens jetzt, wenn ich ein sehr anspruchsvolles Spiel mal angeworfen habe, war ein Ausatmengeräusch sozusagen zu vernehmen. Ansonsten blieb der Mini tatsächlich komplett still. Und die gute Nachricht ist, auch in meinen Windows-Tests konnte ich jetzt dem Mini kein Tönchen entlocken. Ich habe Updates geladen, was ja bei Windows sehr aufwendig ist, und Installationen vorgenommen. Ich habe einen Virenscan gemacht. Auch das soll ja Windows ziemlich stressen, beziehungsweise den Mac, wurde mir berichtet. Ich habe diverse Apps angeworfen, habe verschiedene Dinge ausprobiert, aber immer blieb der Mini ruhig, und er blieb erstaunlicherweise auch ziemlich cool dabei. Ich habe ja in meinen Spieletests festgestellt, dass er dann schon ziemlich warm werden kann. Ja, all das ist mir mit Windows nicht gelungen. Vielleicht habt ihr eine Idee, was ich jetzt noch besser machen kann, um ihn zu stressen. Aber ich muss für mich erstmal feststellen, dass er jetzt in keiner Weise negativ in Erscheinung getreten ist, wenn man ihn mit einer VM mit Windows 11 betreibt. Ja, das war mein kleiner Feldversuch mit einer virtuellen Maschine und Windows. Ich habe mir auch noch vorgenommen, dass ich mit Linux das Ganze auch noch mal ausprobiere, aber ich kann mir schwerlich vorstellen, dass Linux den Mac mehr stresst als Windows. Ich glaube, Windows ist da schon so das Paradebeispiel, und da macht er wirklich gute Arbeit. Also wenn ihr dann mit M4 oder M4 Pro, hier war es ja der M4 Pro, aber ich denke mal, mit dem M4 wird es ähnlich gut funktionieren, dann mit Windows arbeiten wollt und einer virtuellen Maschine, ist nicht die allerschlechteste Idee. Das kann sehr gut funktionieren. Ja, und wie gesagt, teilt mir gerne mit, was eure Erlebnisse damit sind. Vielleicht sagt ihr auch, du hast völlig Unrecht, Malte, ich habe ganz andere Erlebnisse damit gemacht. Warnung, Warnung, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn da sehr viele Erkenntnisse zusammenkommen, können wir nochmal schauen, ob wir vielleicht nochmal ein zweites Video dazu machen, wo wir das Ganze dann hier auflösen. Einstweilen danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wenn euch dieses sehr spezielle Thema jetzt auch interessiert hat, so wie mich, ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, Like, wenn euch das Video gefällt, und ein Abo, wenn ihr kein Video hier verpassen wollt. Wir haben ja demnächst auch noch das MacBook Pro 14 Zoll Review, das neue. Das ist sicherlich auch ganz interessant. Deshalb bis zum nächsten Mal. Tschüss von der Nordsee.